Lektion 1: Gesundes Naschen. Hallo Anna, ich versuche mich gesünder zu ernähren und suche nach guten Snackideen. Hallo John, das ist ein tolles Ziel. Haben Sie darüber nachgedacht, Nüsse und Samen in Ihre Snacks zu integrieren? Absolut. Sie sind voller Nährstoffe und eine gute Energiequelle. Welche Typen empfehlen Sie? Mandeln und Walnüsse sind fantastisch. Sie sind reich an gesunden Fetten und Proteinen. Außerdem sind sie leicht zu tragen. Das stimmt. Ich liebe auch Sonnenblumenkerne. Sie sind lecker und eignen sich gut zum Knabbern für unterwegs. Darf- Sie können sie sogar mit Trockenfrüchten mischen, um eine köstliche Studentenfuttermischung zu erhalten. Es ist perfekt für einen schnellen Energieschub. Ich liebe diese Idee. Wie wäre es mit anderen gesunden Optionen? Selbstgemachte Müsliriegel sind ausgezeichnet. Sie können sie mit Ihren Lieblingszutaten individuell gestalten. Das hört sich lustig an. Was gibst du normalerweise hinein? Ich mag Hafer, Honig, Nüsse und etwas dunkle Schokolade. Es ist eine großartige Kombination aus Aromen und Texturen. Lecker. Ich sollte versuchen, mein eigenes zu machen. Es wäre gesünder als im Laden gekaufte Optionen. Definitiv. Außerdem können Sie die Zutaten kontrollieren. Es ist eine Win-Win-Situation für Ihre Gesundheit und Ihren Gaumen. Danke für die Vorschläge, Anna. Ich freue mich darauf, gesünder zu naschen. Lektion 2: Herz der Nation. Hallo Anna, ich habe über die Goldküste nachgedacht und wie sie beide Enden unserer Nation repräsentiert. Hallo John, das ist eine interessante Perspektive. Es unterstreicht wirklich die Vielfalt und Schönheit, die wir haben. Was liegt Ihrer Meinung nach dazwischen? Dazwischen liegt das Herz unseres Wahlkreises, wo die Mittelschicht gedeiht. Es ist für unsere Wirtschaft und Kultur von wesentlicher Bedeutung. Beruf. Die Mittelschicht spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Gemeinschaften und der Förderung des Fortschritts. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie Ihrer Meinung nach? Sie haben oft mit steigenden Lebenshaltungskosten und Arbeitsplatzsicherheit zu kämpfen. Für sie ist die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben von entscheidender Bedeutung. Ja, und auch der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung ist wichtig. Es beeinträchtigt ihre allgemeine Lebensqualität. Reicht's? Für politische Entscheidungsträger ist es wichtig, Initiativen zu unterstützen, die der Mittelschicht zugutekommen. Welche Veränderungen wünschen Sie sich? Ich würde mir mehr bezahlbare Wohnmöglichkeiten und bessere öffentliche Verkehrsmittel wünschen. Es würde einen erheblichen Unterschied machen. Das sind tolle Punkte. Investitionen in die Infrastruktur können dazu beitragen, eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen. Ja, es ist alles miteinander verbunden. Wenn die Mittelschicht gedeiht, profitiert die gesamte Gemeinschaft. Gut gesagt. Wir sollten uns weiterhin für ihre Bedürfnisse einsetzen und auf integratives Wachstum hinarbeiten. Lektion 3: Reisetipps. Hallo Anna, ich habe eine Reise geplant und mir ist klar geworden, dass ich früh buchen sollte, um die besten Angebote zu bekommen. Hallo John, das ist ein guter Punkt. Vorausschauendes Planen kann wirklich Geld sparen. Haben Sie ein Ziel vor Augen? Ich denke darüber nach, einen Nationalpark zu besuchen. Ich möchte die Natur erkunden und wandern. Das klingt wunderbar. Nationalparks eignen sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten. Gibt es bestimmte Parks, die Sie in Betracht ziehen? Ich schaue mir Yellowstone an.
Ich habe gehört, dass die Landschaft atemberaubend und die Tierwelt unglaublich ist. Yellowstone ist eine fantastische Wahl. Haben Sie nach geführten Touren oder Aktivitäten gesucht? Noch nicht, aber ich habe es vor. Ich würde gerne mehr über die besten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten erfahren. Sie sollten sich auf jeden Fall nach rangergeführten Touren umsehen. Sie bieten viele Einblicke in die Geschichte und Ökologie des Parks. Das ist eine tolle Idee. Ich werde diese unbedingt im Voraus buchen. Habt ihr weitere Empfehlungen für Ausflugsziele? Vielleicht möchten Sie auch den Grand Canyon besuchen. Die Aussicht ist spektakulär und es gibt viele Wanderwege zu erkunden. Perfekt. Ich werde das zu meiner Liste hinzufügen. Danke für die Tipps, Anna. Ich freue mich schon auf meine Reise. Lektion 4: Unkonventionelle Wege. Hallo Anna. Ich habe kürzlich von einem berühmten Sportler namens Simpson erfahren, der seine Profikarriere damit begann, dass er vor seinem Abschluss die Schule abbrach. Hallo John, das ist faszinierend. Es ist interessant, wie manche Menschen unkonventionelle Wege zum Erfolg gehen. Was geschah als nächstes für ihn? Unmittelbar nach seinem Ausstieg unterschrieb er einen Dreijahresvertrag bei einem großen Team. Es zeigt, dass Talent manchmal die formale Bildung überwiegen kann. Hilf. Es ist eine Erinnerung daran, dass es viele Möglichkeiten gibt, Ihre Träume zu verwirklichen. Denken Sie aber, dass Bildung immer noch wichtig ist. Ja, das glaube ich. Bildung vermittelt wertvolle Fähigkeiten und Kenntnisse, ist aber nicht der einzige Weg. Erfahrung und Leidenschaft können ebenso wichtig sein. Ich stimme zu. Manche Menschen gedeihen in einer praktischen Umgebung, in der sie durch praktisches Handeln lernen können. Haben Sie jemals so jemanden getroffen? Definitiv. Ich traf einmal einen Musiker, der nie eine formelle Unterrichtsstunde genommen hatte, aber unglaublich talentiert war. Seine Leidenschaft trieb ihn dazu, sein Handwerk zu beherrschen. Das ist inspirierend. Es zeigt, dass Engagement unabhängig von traditionellen Wegen zum Erfolg führen kann. Was motiviert Ihrer Meinung nach solche Menschen? Ich denke, es ist eine Kombination aus Leidenschaft und dem Wunsch, sich auszudrücken. Sie haben oft eine klare Vorstellung davon, was sie erreichen wollen. Sehr wahr. Es ist wichtig, Ihrem Instinkt zu folgen und dem nachzugehen, was Sie glücklich macht. Was ist mit dir? Haben Sie schon einmal über einen unkonventionellen Weg nachgedacht? Manchmal denke ich darüber nach, meinen Hobbys ernsthafter nachzugehen, wie Schreiben oder Fotografieren. Es gibt so viel Potenzial in kreativen Bereichen. Das ist aufregend. Vielleicht wagen Sie eines Tages diesen Schritt. Es lohnt sich herauszufinden, was Ihnen wirklich ein erfülltes Gefühl gibt. Ich hoffe es. Das Leben ist zu kurz, um seinen Leidenschaften nicht nachzugehen. Lektion 5: Modeskas. Hi Anna, hast du die neuen Freizeitoberteile gesehen, die jeder trägt? Hallo John, ja, mir ist aufgefallen, dass Sie wirklich farbenfroh und stilvoll sind. Was denkst du über sie? Ich liebe es, wie sie in verschiedenen Mustern erhältlich sind. Einige haben lustige Grafiken, die wirklich herausstechen. Ja, ich habe eines mit einem süßen Katzendesign gesehen. Es war so bezaubernd. Oh, das würde ich tragen. Lässige Oberteile sind perfekt für einen entspannten Tagesausflug. Hast du einen Lieblingsstil? Ich bevorzuge über große Oberteile. Sie sind bequem und vermitteln eine entspannte Atmosphäre. Was ist mit dir? Ich mag taillierte.
Sie sorgen dafür, dass ich mich gestärkt fühle, auch wenn ich nur Besorgungen erledige. Das macht Sinn. Es ist großartig, sich in dem, was man trägt, wohlzufühlen. Haben Sie versucht, sie zu schichten? Ja, ich trage oft eine Jeansjacke über einem lässigen Oberteil. Es fügt eine nette Note hinzu. Das ist eine tolle Idee. Normalerweise kombiniere ich meine mit hochtaillierten Jeans. Es sieht so trendy aus. Jeans mit hoher Taille sind eine klassische Wahl. Sie ergänzen hervorragend verschiedene Oberteile. Definitiv. Und ich habe gehört, dass einige Marken jetzt umweltfreundliche Oberteile herstellen. Das ist großartig. Es ist gut, stillvoll und umweltbewusst zu sein. Vereinbart. Außerdem sind die Stoffe oft weicher und atmungsaktiver. Ich würde gerne ein paar Oberteile aus Bio-Baumwolle ausprobieren. Sie klingen wirklich angenehm. Du solltest. Es gibt sie auch in schönen Farben. Haben Sie online nachgeschaut? Ich habe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist schwer, sich nur für eines zu entscheiden. Ich weiß. Vielleicht können wir nächstes Wochenende zusammen einkaufen gehen. Das klingt perfekt. Machen wir einen Tag daraus und finden wir einige einzigartige Stücke. Lektion 6, Trainingshunger. Hallo Anna, ich habe von ein paar beliebten Online-Workouts wie YouTube und Zoom gehört. Hast du welche probiert? Hallo John, ja, ich habe ein paar Kanäle verfolgt. Sie bieten eine große Vielfalt an Workouts an. Das ist großartig. Ich finde es toll, dass man von Yoga bis hin zu hochintensivem Training alles finden kann. Ja, es ist, als hätte man ein Fitnessstudio zu Hause. Was ist deine liebste Trainingsart? Ich genieße Yoga wirklich. Es hilft mir, mich zu entspannen und verbessert meine Flexibilität. Yoga ist dafür fantastisch. Ich bevorzuge Cardio-Workouts. Sie sind anregend und machen Spaß. Cardio ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Stimmung zu verbessern. Haben Sie neue Dozenten entdeckt? Tja, ich habe auf Zoom einen wirklich begeisterten Dozenten gefunden. Sie macht jede Sitzung angenehm. Das ist großartig. Ein guter Lehrer kann Sie wirklich motivieren, weiterzumachen. Ruf. Ich mische auch gerne Krafttraining ein. Es eignet sich hervorragend zum Muskelaufbau. Ich muss mich mehr auf das Krafttraining konzentrieren. Es gleicht das Cardio-Training gut aus. Du solltest es versuchen. Es gibt einige tolle Online-Kurse für Anfänger. Ich werde das untersuchen. Es ist schön, verschiedene Möglichkeiten zu haben, um die Dinge interessant zu halten. Und Sie können trainieren, wann immer es Ihnen passt. Das ist das Beste daran. Sie müssen nicht in ein Fitnessstudio eilen. Hast du einen Zeitplan für deine Trainingseinheiten? Normalerweise trainiere ich morgens. Es gibt mir Energie für den kommenden Tag. Das ist eine kluge Idee. Ich könnte auch versuchen, morgens zu trainieren. Du solltest. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Tag positiv zu beginnen. Ich freue mich darauf, neue Workouts und Routinen zu entdecken. Lektion 7. Kulinarische Genuss. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine Pasta Sauge zu machen. Habt ihr Tipps?
Hallo John, das hört sich köstlich an. Für einen tollen Geschmack ist frischer Basilikum ein Muss. Absolut. Ich liebe, wie aromatisch es ist. Hast du ein Lieblingsrezept? Normalerweise füge ich Tomaten, Knoblauch und Olivenöl hinzu. Es ist einfach, aber voller Geschmack. Das klingt perfekt. Vergessen Sie nicht den Parmesankäse für die zusätzliche Reichhaltigkeit. Der Parmesan bringt es auf eine andere Ebene. Welche Nudelsorte bevorzugen Sie? Ich bin ein Spaghetti-Fan. Es ist klassisch und immer befriedigend. Spaghetti sind großartig. Ich mag Penne wegen ihrer Fähigkeit, die Soße gut zu halten. Das stimmt. Ich habe auch gehört, dass die Zugabe einer Prise Chiliflocken dem Ganzen einen schönen Kick verleiht. Oh, ich liebe ein bisschen Wärme. Es verstärkt die Aromen wunderbar. Haben Sie schon einmal versucht, Ihre eigene Pasta zuzubereiten? Es ist schon ein Erlebnis. Das habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass es Spaß macht und lohnend ist. Vielleicht könnten wir es gemeinsam versuchen. Das wäre großartig. Selbstgemachte Pasta klingt nach einer köstlichen Herausforderung. Definitiv. Außerdem können wir mit verschiedenen Saugen experimentieren. Ich bin schon aufgeregt. Gemeinsam kochen macht noch mehr Spaß. Lasst uns bald einen Kochtag planen. Es wird ein Riesenspaß. Ich kann es kaum erwarten, unsere Kreationen zu probieren. Lektion 8: Moderner Komfort. Hallo Anna, ich suche moderne und bequeme Kleidung. Irgendwelche Vorschläge? Hallo John, das hört sich großartig an. Haben Sie schon einmal über Sportbekleidung nachgedacht? Es ist stilvoll und super bequem. Ich habe davon gehört. Was genau beinhaltet es? Athleisure besteht typischerweise aus Leggings, Jogginghosen und trendigen Oberteilen. Sie können sie zum Training oder einfach zum Entspannen tragen. Das klingt perfekt. Ich möchte etwas, das ich den ganzen Tag tragen kann, ohne mich eingeschränkt zu fühlen. Definitiv. Marken wie Lululemon und Nicke haben einige erstaunliche Optionen. Hast du sie überprüft? Noch nicht, aber ich werde es tun. Ich möchte auch etwas, das für Freizeitausflüge gut aussieht. Du könntest es mit einer schönen Jogginghose mit tailliertem Oberteil versuchen. Es ist eine modische Kombination. Das klingt nach einer guten Idee. Was ist mit Farben? Kräftige Farben liegen derzeit im Trend, wie tiefe Grundtöne und leuchtende Blautöne. Sie kleiden wirklich. Ich liebe diese Farben. Denken Sie, das Muster immer noch im Trend liegen? Darf Streifen und geometrische Muster sind vor allem im Athleisure-Bereich beliebt. Sie sorgen für eine lustige Wendung. Ich werde auf jeden Fall danach suchen. Wie wäre es mit passendem Zubehör? Ein stylischer Rucksack oder eine umhängende Tasche runden den Look ab. Sie sind praktisch und schick. Toller Vorschlag. Ich brauche etwas, das leicht zu tragen ist. Empfehlen Sie bestimmte Marken? Schauen Sie sich Herschel oder F. Reven an. Sie haben funktionale und modische Designs. Eindrucksvoll. Ich werde diese Optionen erkunden. Danke für die Tipps, Anna. Lektion 9: Grundlagen des Gastgewerbes.
Hallo Anna, ich bin gerade von einem schönen Hotelaufenthalt zurückgekommen. Es war wunderbar. Hallo John, das klingt großartig. Was hat es so angenehm gemacht? Das Personal war wirklich freundlich. Sie sagten immer wieder, genießen Sie Ihren Aufenthalt und fragen Sie uns gerne, wenn Sie noch etwas brauchen. Das ist großartig. Es macht immer einen Unterschied, wenn Menschen willkommen sind. Absolut. Sie gaben sogar lokale Tipps zu Sehenswürdigkeiten. Es fühlte sich persönlich an. Das ist so hilfreich. Haben Sie eine Ihrer Empfehlungen ausprobiert? Ja, ich ging in ein malerisches Café, das Sie vorgeschlagen hatten. Das Gebäck war köstlich. Irre. Ich liebe es, neue Orte zum Essen zu entdecken. Hast du irgendwelche Bilder gemacht? Das habe ich. Ich habe das Café und die wunderschöne Landschaft drumherum eingefangen. Das ist großartig. Ich liebe es, mir Reisefotos noch einmal anzuschauen. Sie wecken tolle Erinnerungen. Sicher. Es ist schön, eine visuelle Erinnerung an diese Erlebnisse zu haben. Glaubst du, dass du in dieses Hotel zurückkehren wirst? Definitiv. Der Service war erstklassig und das Ambiente gemütlich. Klingt nach einer perfekten Kombination. Ich würde dieses Café das nächste Mal gerne mit dir besuchen. Das würde Spaß machen. Neue Orte zu erkunden ist immer besser mit Freunden. Lektion 10. Vorausplanen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, die Arbeit im Voraus zu planen. Hallo John, absolut. Eine regelmäßige Überprüfung des Zeitplans hilft, Last-Minute-Stress zu vermeiden. Genau. Ich versuche, wenn möglich, früher zu gehen. Es macht meinen Tag viel reibungsloser. Das ist eine kluge Idee. Der Verkehr kann unvorhersehbar sein, daher ist es ratsam, früh aufzubrechen. Rechts. Ich finde auch, dass ich produktiver bin, wenn ich nicht in Eile bin. Vielleicht ein ruhiger Start ermöglicht es Ihnen, sich besser auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren. Haben Sie Tipps zur Organisation Ihres Arbeitsplans? Um alles an einem Ort zu haben, verwende ich einen digitalen Kalender. Er sendet auch Erinnerungen. Das klingt praktisch. Normalerweise schreibe ich Dinge auf, aber eine digitale Option wäre effizienter. Außerdem können Sie jederzeit von Ihrem Telefon oder Computer aus darauf zugreifen. Das muss ich mal ausprobieren. Ich möchte meinen Morgen weniger hektisch gestalten. Guter Plan. Sie können auch bestimmte Pausenzeiten festlegen. Es hilft, das Energieniveau aufrechtzuerhalten. Das werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen. Es ist wichtig, tagsüber neue Energie zu tanken. Besuch. Eine kleine Pause kann Kreativität und Konzentration fördern. Danke für den Rat, Anna. Ich fühle mich jetzt besser auf meine Arbeitswoche vorbereitet. Lektion 11. Allseitigen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen Ausflug zu machen. Was denkst du darüber, an den Strand zu gehen? Hallo John, das klingt fantastisch. Der Strand ist so entspannend. Haben Sie einen bestimmten Strand im Sinn? Ich habe über das an der Küste nachgedacht. Es hat eine wunderschöne Landschaft und schöne Wellen zum Surfen. Das ist eine tolle Wahl. Surfen klingt aufregend.
Haben Sie es schon einmal probiert? Noch nicht, aber ich würde gerne lernen. Ich denke, es wäre eine erstaunliche Erfahrung. Definitiv. Darüber hinaus eignet sich der Strand perfekt für andere Aktivitäten wie Bachvolleyball oder Schnorcheln. Das stimmt. Ich spiele gerne Volleyball. Meinen Sie, wir sollten einige Aktivitäten planen? Beruf. Vielleicht könnten wir für jeden Tag einen Zeitplan erstellen. Es würde die Dinge organisiert halten. Gute Idee. Was ist mit Essen? Sollten wir Mahlzeiten einpacken oder lokale Restaurants ausprobieren? Eine Mischung aus beiden könnte gut funktionieren. Wir können Snacks für den Strand einpacken und zum Abendessen die lokale Küche erkunden. Ich mag diesen Plan. Frische Meeresfrüchte am Strand wären köstlich. Und vergessen Sie nicht, die Kundenbewertungen der Restaurants zu lesen. Es hilft, die besten Orte zu finden. Das ist ein kluger Tipp. Ich werde das untersuchen. Wie sieht es mit der Unterkunft aus? Erwägen Sie die Buchung eines Platzes mit einer guten Garantieabdeckung. Es ist wichtig, wenn etwas schief geht. Darüber hatte ich nicht nachgedacht. Ich werde auf jeden Fall nach diesen Optionen suchen. Großartig. Es gibt uns Seelenfrieden, während wir unsere Reise genießen. Irgendwelche Gedanken darüber, wie lange wir bleiben sollten. Ich denke, eine Woche wäre perfekt. Es gibt uns genügend Zeit zum Entspannen und Erkunden. Das klingt ideal. Wir könnten sogar Tagesausflüge zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten unternehmen. Genau. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam zu planen. Es wird so viel Spaß machen. Lektion 12: Markthunde. Hallo Anna, ich bin gerade vom Bauernmarkt zurückgekommen und da gibt es ein tolles Angebot an Erdbeeren. Hallo John, das klingt großartig. Frisches Obst und Gemüse sind so wichtig. Was hast du sonst noch gefunden? Es gab auch Biotomaten und Gurken. Ich sollte mir diese Woche welche für meine Salate holen. Definitiv. Frische Produkte machen einen großen Geschmacksunterschied. Kochen Sie oft mit ihnen. Ich versuche es. Ich liebe es, Salate und Pfannengerichte zuzubereiten. Es ist eine gesunde Art zu essen. Ich stimme zu. Außerdem macht es Spaß, mit verschiedenen Rezepten zu experimentieren. Haben Sie in letzter Zeit neue Gerichte probiert? Ja, ich habe einen Quinoa-Salat mit Tomaten, Gurken und eine Zitronenvinaigrette gemacht. Es hat sehr gut geschmeckt. Das klingt erfrischend. Ich liebe es, meinen Gerichten Zitrone hinzuzufügen. Es hält die Aromen auf. Genau. Ich füge auch gerne Kräuter aus meinem Garten hinzu. Frische Basilikum und Petersilie verstärken den Geschmack. Das ist eine tolle Idee. Ich sollte auch einen kleinen Kräutergarten anlegen. Das ist so praktisch. Das ist es wirklich. Außerdem ist es befriedigend, seine eigenen Zutaten anzubauen. Was kochen Sie gerne? Ich liebe Backen. Kekse und Kuchen sind meine Favoriten. Selbstgemachte Leckereien haben etwas Besonderes. Das stimmt. Hast du in letzter Zeit etwas gebacken? Ja, ich habe letztes Wochenende Schokoladenkekse gemacht. Sie waren schnell verschwunden. Ich kann es mir vorstellen.
Selbstgemachten Keksen kann man kaum widerstehen. Vielleicht sollte ich es einmal mit Backen versuchen. Lektion 13, Trailabenteuer. Hallo Anna, ich habe über einige Wanderwege gelesen. Haben Sie schon einmal einen langen Trail absolviert? Hallo John, ja, ich bin einen Weg gewandert, der 3 Tage gedauert hat, inklusive Camping über Nacht. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Das klingt erstaunlich. Welchen Weg bist du gewandert? Es war der Appalachian Trail. Die Landschaft war atemberaubend, besonders bei Sonnenaufgang. Ich habe von diesem Weg gehört. Wie viele Meilen haben Sie jeden Tag zurückgelegt? Unser Ziel war es, etwa 10 Meilen pro Tag zurückzulegen, sodass wir unser Lager vor Einbruch der Dunkelheit aufschlagen konnten. Das ist klug. Ich würde gerne eine mehrtägige Wanderung machen, bin mir aber beim Campingteil nicht sicher. Camping kann Spaß machen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Ausrüstung mitbringen, etwa ein gutes Zelt und einen Schlafsack. Ich muss in die richtige Ausrüstung investieren. Was sollte ich bei einer Übernachtungswanderung noch beachten? Nahrung und Wasser sind entscheidend. Planen Sie einfache Mahlzeiten ein und bringen Sie ausreichend Wasser oder einen Filter mit. Gute Tipps. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Irgendwelche Ratschläge? Erzählen Sie immer jemandem von Ihren Plänen und nehmen Sie eine Karte oder ein GPS-Gerät mit. Es ist wichtig, auf Nummer sicher zu gehen. Das macht Sinn. Für alle Fälle werde ich auch ein Erste-Hilfe-Set mitbringen. Kluges Denken. Wandern ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und sich selbst herauszufordern. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung dieses Abenteuers zu beginnen. Lektion 14. Häusliche Pflege. Hi Anna, ich hatte vor, meine Wohnung zu putzen. Sie müssen die Fenster putzen, damit Sie klar nach draußen sehen können. Hallo John, das ist eine gute Idee. Saubere Fenster machen wirklich einen Unterschied. Was müssen Sie noch tun? Die Böden und Teppiche müssen gesaugt werden. Sie haben in letzter Zeit viel Staub angesammelt. Proof. Ein gutes Staubsaugen kann den ganzen Raum auffrischen. Hast du einen guten Staubsauger? Ja, ich habe gerade ein neues gekauft. Es ist leicht und hat eine große Saugkraft. Das ist großartig. Achten Sie darauf, auch alle Ecken und unter den Möbeln in Angriff zu nehmen. Ich werde. Manchmal vergesse ich diese Stellen. Gibt es sonst noch Tipps zur Reinigung? Erwägen Sie die Verwendung natürlicher Reinigungsmittel. Sie sind sicherer für Ihre Gesundheit und die Umwelt. Toller Vorschlag. Ich habe gehört, dass Essig und Backpulver Wunder wirken. Das tun sie. Außerdem sind sie kostengünstig. Sie können sie für viele Oberflächen verwenden. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Wie wäre es mit der Organisation? Ich muss auch aufräumen. Bedienen Sie jeweils mit einem Raum. Dadurch wird die Aufgabe weniger überwältigend. Das klingt überschaubar. Ich konzentriere mich zunächst auf das Wohnzimmer. Gute Wahl. Vielleicht finden Sie Dinge, die Sie vergessen haben. Wahr. Ich freue mich auf einen sauberen und organisierten Raum. Lektion 15. Umweltfreundliche Entscheidungen. Hallo Anna, ich habe über Verpackungen gelesen. Wie wäre es mit der Minimierung von Einwegplastik in Ihrem täglichen Leben?
Hallo John, das ist ein fantastisches Thema. Einwegkunststoffe sind ein großes Umweltproblem. Ich weiß, einfache Änderungen können einen großen Unterschied machen, wie zum Beispiel die Verwendung wiederverwendbarer Taschen beim Einkaufen. Ja, ich versuche auch, eine wiederverwendbare Wasserflasche dabei zu haben, anstatt Plastikflaschen zu kaufen. Das ist eine tolle Idee. Was ist mit Lebensmittelbehältern? Für meine Mahlzeiten verwende ich Behälter aus Glas oder Edelstahl. Sie sind langlebig und sicher. Da sollte ich umsteigen. Es hilft auch, Plastikfolie zu vermeiden. Tja, und Sie können auch in großen Mengen einkaufen, um Verpackungsmüll zu reduzieren. Ich liebe diese Idee. Das spart Geld und reduziert den Plastikverbrauch. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Bienenwachsfolien anstelle von Plastikfolie zu verwenden. Sie sind umweltfreundlich. Ich werde mir das ansehen. Es ist erstaunlich, wie viele Alternativen es mittlerweile gibt. Ruf. Jeder kleine Schritt auf dem Weg zu einem gesünderen Planeten zählt. Ich werde bei meinen Entscheidungen bewusster sein. Danke für die Tipps, Anna. Lektion 16. Die Telefonrevolution. Hallo Anna, wusstest du, dass das Telefon bei seiner Einführung für internationales Aufsehen sorgte? Hallo John, ja. Regierungsführer wollten unbedingt eines haben. Es hat die Kommunikation für immer verändert. Genau. Alexander Graham Bell hörte hier jedoch nicht auf. Er hatte viele Erfindungen. Es, er verbesserte das Telefon und arbeitete sogar am Fotofon. Was ist das Fotofon? Das kenne ich nicht. Es handelte sich um ein frühes Gerät zur Schallübertragung über einen Lichtstrahl. Ziemlich innovativ für die damalige Zeit. Das ist faszinierend. Es ist unglaublich, wie weit die Technologie seitdem fortgeschritten ist. In der Tat, der Einfluss des Telefons ebnete den Weg für moderne Kommunikationsgeräte. Ich kann mir ein Leben ohne mein Smartphone mittlerweile nicht mehr vorstellen. Es ist erstaunlich, wie verbunden wir sind. Tja, und alles begann mit Bells Erfindung. Die Kommunikation hat sich enorm weiterentwickelt. Ich frage mich, was Bell von der heutigen Technologie halten würde. Er wäre wahrscheinlich erstaunt darüber, wie seine Erfindung die Welt verändert hat. Es ist wirklich eine bemerkenswerte Reise durch die Geschichte. Lektion 17. Das Geschäft mit dem Sport. Hallo Anna, ich habe gelesen, dass die Ausgaben für Sportmannschaften in den letzten Jahren in die Höhe geschossen sind. Hallo John, das ist ein wichtiges Problem. Angesichts der steigenden Kosten mussten viele Teams und Ligen schwierige Entscheidungen treffen. Was hast du herausgefunden? Einige Teams mussten Personal abbauen oder sogar Spieler entlassen, um ihre Budgets zu verwalten. Es ist hart für alle Beteiligten. Ich kann es mir vorstellen. Der Druck, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren, muss eine Herausforderung sein. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für diese steigenden Ausgaben? Faktoren wie Spielergehälter, Reisekosten und die Wartung des Veranstaltungsortes tragen erheblich dazu bei. Es ist eine komplexe Situation. Tja, und da die Fans qualitativ hochwertige Erlebnisse erwarten, verspüren die Teams das Bedürfnis, noch mehr zu investieren. Es ist eine schwierige Balance. Genau. Einige Teams erkunden neue Einnahmequellen wie Märchandisse und Sponsoring, um die Kosten auszugleichen.